Die Strafzölle für chinesische Elektroautos in Europa werden dramatische Konsequenzen haben, nämlich für die Menschen, die auf günstige Elektroautos warten. David Reich vom Podcast Tesla Welt, der Link ist hier oben übrigens unter der Infokarte, unbedingt abonnieren. Er hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und kann begründen, warum das generell schlecht ist für die Elektromobilität und den Klimaschutz. Los geht's! Herzlich willkommen und vergesst nicht einen Daumen nach oben für dieses Video. Meine erste Frage an David: Hast du eigentlich schon irgendwelche chinesischen Elektroautos entdeckt, wo die Preise jetzt angehoben worden sind? Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Eins kenne ich, und das ist das Tesla Model 3, denn das wurde bereits am 1. Juli mit 1.500 € mehr belegt, und das ist ein chinesisches Elektroauto, denn das Tesla Model 3 wird im Moment ausschließlich, also für den europäischen Markt, in Shanghai hergestellt. Zumindest also, es scheint sich ja bereits auszuwirken. Weshalb hat die EU das denn gemacht? Ja, der Vorwurf sind für die EU hauptsächlich unfaire Subventionen im chinesischen oder vom chinesischen Staat für die Elektroautoindustrie. Und die gibt es auch. Es gibt hohe Subventionen, die vom Staat hier in die Industrie fließen. Das kann man aber diskutieren, ob die wirklich unfair sind. Ja, in den letzten Jahren ist hier sehr viel passiert. Die chinesische Regierung setzt hier seit langem voll auf Elektromobilität. Und man könnte auch argumentieren, dass dies einfach eine schlaue Industriepolitik war und sie das eben mehr gefördert haben als vielleicht unsere Regierungen hier. Dementsprechend haben die chinesischen Elektroautohersteller hier oder Autohersteller überhaupt ihre Hausaufgaben gemacht und können hier mit extrem guten und fortgeschrittenen Elektroautos, die zu günstigen Preisen da sind, dem Kunden wirklich was anbieten auch. Und ich finde, das ist auf jeden Fall einer Diskussion würdig, diese Frage. Für mich etwas verblüffend ist ja, dass sogar deutsche oder europäische Autohersteller gegen diese Strafzölle sind, und die haben im Vorfeld da mehrfach ihren Einspruch eingelegt. Aber warum eigentlich? Für die müsste das doch toll sein, wenn jetzt die Konkurrenz hier teurer wird in Europa. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite fürchten die natürlich, dass die chinesische Regierung hier Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Die deutsche Automobilindustrie ist nach wie vor höchst abhängig vom chinesischen Markt. Wir exportieren sehr, sehr viele Autos weiterhin dorthin, auch wenn es nicht so viele Elektroautos sind, aber klassische Verbrennungsmotoren werden hier immer noch zu großen Zahlen exportiert, und das wäre eine fatale Folge von diesen Zöllen, wenn eben hier dann Einschränkungen für deutsche Hersteller gelten würden. Dementsprechend haben die sich dagegen auch geäußert, und manche Leute sind auch einfach für freien Handel und sagen, lasst das doch einfach auf uns zukommen. Das vertritt zum Beispiel Tesla als die auch davon eigentlich zum Teil profitieren, von diesen Zöllen. Da gibt's sozusagen immer zwei Seiten. Wie hoch sind denn diese Zölle eigentlich jetzt? Ja, dazu muss man wissen, dass historisch gab es auch bereits Importzölle in der EU, die waren bei 10%, und alles, was wir jetzt hier für diese Elektroautos aus dem chinesischen Markt hören, das ist obendrauf auf diese 10%. Und das ist auch ganz interessant, denn hier gibt's große Unterschiede. Die reichen von 9% bis nochmal 36,3% ist, glaube ich, der Spitzenreiter. Das ist die Firma SAIC. Die kriegt da richtig was obendrauf, plus die 10%, die ja schon da waren. Und anderes Beispiel wäre zum Beispiel Geely, die haben 19,3% obendrauf gekriegt. BYD ist vielleicht einer der wichtigsten Marken aus China, die sind bei 17%. Und Tesla ist sehr gut bei weggekommen. Die haben nämlich nur 9% obendrauf bekommen. Und für Tesla ist das eigentlich eine richtig gute Sache, weil die haben weniger Konkurrenz durch die chinesischen Marken. Und das sind eigentlich in Zukunft sicherlich die Hauptkonkurrenten von Tesla. Und sie haben ja auch die Möglichkeit, schon durch die Gigafactory in Berlin-Brandenburg hier bei uns in Europa Autos herzustellen, und damit, die unterliegen natürlich dann nicht diesen Zöllen. Ja, und einige chinesische Hersteller haben jetzt angekündigt, auch in Europa Autofabriken aufbauen zu wollen. Ist das ein gewünschter Nebeneffekt dieser Aktion?
Ja, sicherlich. Das ist natürlich auch eine Maßnahme zu sagen, wir wollen gerne, dass Produktion hier stattfindet bei uns und wir wollen nicht die billigen Importe haben, sondern wenn schon, dann soll die Produktion auch bei uns in Europa stattfinden. Das ist natürlich dann auch ein lokaler Vorteil. Ja, was bringt uns direkt das jetzt an Arbeitsplätzen, wenn BYD in Ungarn herstellt? Darüber kann man auch natürlich diskutieren. Trotzdem, glaube ich, ist das natürlich eine Maßnahme, und die getroffen wird von der Industrie und die in Zukunft die Tür zu Europa sein wird. Und dadurch wird, glaube ich, auch schon schnell klar, dass man sich durch Importzölle alleine eigentlich nicht vor überlegener Technologie schützen kann, zumindest nicht auf Dauer, denn die Leute können eben dann hier bei uns in der EU produzieren und damit auch diese Zölle umgehen. Und wie schnell man Fabriken in Europa bauen kann, selbst in Deutschland, haben wir ja bei Tesla gesehen. Ja, das war sicher nochmal eine Sondersituation bei Tesla, weil ich weiß nicht, wie die chinesischen Unternehmen drauf sind, ob die ebenfalls so hohe Risiken auch gehen würden. Denn Tesla konnte ja nur so schnell bauen, weil sie eben sehr viel Risiko hier eingegangen sind und auch sehr viel mehr als vielleicht ein klassischer Automobilhersteller sich leisten würde. Ja, da müssen wir wirklich mal schauen. Du meintest gerade, das könnte der Beginn eines Handelskrieges sein, und die chinesische Regierung hat ja auch Einspruch eingelegt bei der Welthandelsorganisation. Mit welchen Waffen wird denn jetzt eigentlich gekämpft? Naja, die Frage ist erstmal, wie die Auswirkung überhaupt ist. Und da muss man auch nach Amerika schauen, denn die Exporte von chinesischen Herstellern, was Elektroautos angeht, die sind in die USA verschwindend gering. Da waren es 2023, glaube ich, nur 12.000 Fahrzeuge, die in die USA exportiert wurden. Wenn da die USA 100% Zölle draufschlagen, ist das hat es erstmal fast keine Auswirkung, weil auf 12.000 Autos, das ist wirklich eine große Sache. Natürlich blockiert das die Vermarktung von chinesischen Elektroautos in der Zukunft. Und da hat das natürlich große Auswirkungen. Und dementsprechend muss man hier eben erstmal die kurzfristigen Auswirkungen sehen und dann langfristig auch denken. Ich glaube, es gibt ein großes Risiko, dass die chinesische Regierung hier Gegenmaßnahmen trifft. Ja, vor allem für die EU wird das für die chinesischen Hersteller erstmal unangenehmer, denn dort wurden 2023 immerhin schon mal 500.000 Autos oder Elektroautos exportiert. Ja, davon waren 100.000 Model 3. Sind andere Zahlen, als wir im US-Markt sehen, und dementsprechend müssen wir mal schauen, wie sie dann hier reagieren und auf welche Produkte sie eventuell halt gegen Zölle erheben werden. Was schätzt du denn, wie dieser Streit ausgehen wird? Wie das Hornberger Schießen, oder kann die EU hier wirklich etwas erreichen? Es ist eine sehr komplexe Thematik und ich wage es fast nicht, da Zukunftsprognosen abzugeben. Ich frage mich vielmehr, was hat das für Konsequenzen, wenn solche Importzölle überhaupt erhoben werden, egal auf welcher Seite. Und wenn man sich da gegenseitig dann hochschaukelt, ist das natürlich vermutlich erstmal nicht gut. Denn natürlich, wenn es einen Preisvorteil gab, den BYD vielleicht hatte, der ist jetzt weg durch diese Importzölle. Das wird für die sehr, sehr schwierig, dann hier vernünftig Elektroautos verkaufen zu können. Aber auf der anderen Seite hat das eben schlechte oder negative Konsequenzen eigentlich für die Verbraucher. Denn die kriegen später günstigere Elektroautos, und das hat auch damit eine schlechte Auswirkung auf das Klima. Denn wir wollen schnell günstigere Elektroautos für mehr Elektromobilität, und die wird dadurch ausgebremst. Das ist für mich eine der schlimmsten Folgen davon. Es gibt aber noch weitere. Es gibt zum Beispiel den Umstand, dass Innovation dadurch gebremst wird. Denn wenn in bestimmten Bereichen eben subventioniert wird, dann ist das auch immer eine Marktverzerrung, und die Leute müssen sich dementsprechend dann vielleicht in diesem Bereich nicht ganz so stark anstrengen. Das bremst die Innovation aus, und wie ich bereits gesagt habe, ich glaube auch nicht, dass es ein dauerhafter Schutz gegen Produktion dann hier in Europa sein wird. Also von der Technologie, die die Chinesen in den letzten 10 Jahren entwickelt haben und wo sie auch einen Vorteil gegenüber vielleicht deutschen Herstellern haben, gegen die werden wir uns auf Dauer nicht schützen können.
Um mal, du bist es schon ein bisschen gegangen, in Vogelperspektive zu gehen und einen Überblick über diese Gesamtsituation zu bekommen, liegt das vielleicht alles daran, dass die europäische oder auch die traditionelle Autoindustrie einfach zu lange geschlafen hat, was die Elektromobilität angeht und jetzt einfach hinterherhinkt und sie müssen deshalb geschützt werden? Ich denke, das ist die politische Motivation, die dahinter steckt. Auf jeden Fall. In den USA ist auch gerade Wahlkampf. Da ist das vielleicht noch ein bisschen anders oder das spielt das sicherlich auch noch eine große Rolle, dass eben gerade Wahlkampf ist. Aber sicherlich ist das eine der Hauptgründe, denke ich. Worüber wir uns, glaube ich, ja alle einig sind, ein Handelskrieg ist ja immer etwas Schlechtes, weil er ja so oder so Mehrkosten verursacht, egal in welche Richtung. Die Menschen, die hier in diesem Fall Elektroautos, günstige Elektroautos kaufen wollen, ja, die haben jetzt den Nachteil. Und vor allen Dingen, was du ja auch schon angedeutet hast, ist die Entwicklung der Elektromobilität, die kommt ins Hintertreffen, weil das, was wir brauchen, ja günstigere Elektroautos sind, die wird es jetzt erstmal mit Verspätung hier in Europa geben. Ja, zumindest können wir sie nicht so günstig bekommen, wie sie eigentlich wären. Und das, ja, wird das Wachstum sicherlich auch ausbremsen. Wir müssen also etwas länger noch hier auf günstige Elektroautos warten, die sich Menschen mit einem vielleicht nicht so großen Einkommen leisten können. Wenn ihr mehr fundierte Informationen sehen und hören mögt, dann empfehle ich euch Tesla Welt, den Podcast und YouTube-Kanal Tesla Welt von David, wo es eben immer fundierte Informationen aus dem Umfeld von Tesla und Elektromobilität gibt. Ich danke dir vielmals, David, für die Informationen. Hier könnt ihr abonnieren, meine absolute Empfehlung, und hier könnt ihr das Video sehen, in dem David sich um dieses Thema gekümmert hat. Vielen Dank, bis dann, bleibt dran.